Hey Raff, Hey Miki! hast du heute schon über Filme geredet? Nee, hab ich nicht. Dann wird's aber höchste Zeit. Aber hallo, dafür bin ich hier. Ja, wunderbar. Seid gegrüßt zu Lass uns über Filme reden. Mit dem wunderbaren Miki. Und dem Raff. Der nicht ganz so wunderbar. Ja. Word. Ich weiß gar nicht, warum wir uns immer so ein bisschen necken in diesem Format. Machen wir Keine ja Ahnung. sonst nie. Nee. Niemals. Es sind immer sehr, sehr ernste Diskussionen Ja. und Talking Points. Wenn wir überhaupt miteinander reden. Sonst Wenn wir nicht gerade über Filme sprechen. ist ja, genau, wenn wir nicht gerade über Filme sprechen. Sonst ist es eher leise. Ja. Und das ist dann auch so, dass, weiß nicht, wenn einer niest in die Stille, dann sagt der andere halt eine verdammte Fresse. So ungefähr läuft Naja, das durchschnittliche Treffen ab. mehr auch nicht. Ja. Bitte? Mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Aber ich finde, das ist eh schon zu viel eigentlich ein bisschen. Ja. Das Aber schon- Raff, das hast du heute schon über Filme gesprochen? Tatsächlich noch nicht, aber das wird sich jetzt, jetzt ändern, denn wir haben jetzt gerade frisch einen Film geguckt, nämlich Adams Äpfel von 2005, eine dänische Produktion und die dritte Regiearbeit von Anders Thomas Jensen, der sehr bekannt ist, unter anderem für Werke wie Dänische Delikatessen oder Helden der Wahrscheinlichkeit, ist immer noch sein aktueller Film, der aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ja. Und sonst bekannt als Drehbuchautor. Ja, und in China essen sie Hunde. Genau, da Sollte ist man auf jeden Fall auch noch erwähnen. Ist Genau, auch, da ist er aber Drehbuchautor nur und nicht Regisseur. okay. Genau wie bei Das Genie und der Wahnsinn. Auch ein sehr cooler dänischer Film, da hat er auch das Drehbuch für geschrieben. Da spielt übrigens auch Ulrich Thomsen mit, der Ah ja, Hauptdarsteller oder einer der beiden Hauptdarsteller aus Adams Äpfel. Ah ja. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Das Genie und der Wahnsinn wurde vom Bruder von Jensen als Regisseur verfilmt. Drehbuch ist auf jeden Fall Okay. von Anders Thomas. Oh, und ich weiß gerade aber nicht, wie der Bruder von ihm hieß. Ja. Aber das ist ja alles generell da sehr, Das dänische Kino ist da sehr verbrüdert. ja, gerade da halt dieses Jensen-Ding, der hat ja auch Genau. immer seine Stammdarsteller. Genau. Mats Mikkelsen kommt da ja öfters vor. Ja. Ulrich Thomsen kam auch in einem Kurzfilm von ihm vor. Ich glaube, das war die erste Zusammenarbeit von denen, behaupte ich jetzt zumindest. 99 ein Kurzfilm namens Wahlnacht. Der geht Okay. irgendwie 11 Minuten. Und dafür hat Jensen übrigens einen Oscar bekommen. Ach krass, für einen Kurzfilm. Für einen Kurzfilm, ja. Ja, schick. Ja, was Und- mir beim Drehbuch auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass ich nämlich mal einen Film gesehen habe in einer Sneak Preview, wo ich nämlich nicht wusste, was da läuft. Und das war so ein Open-Air Sneak Preview am Düsseldorfer Rheinstrand. Da wurde eine riesen Leinwand aufgebaut. Und da war es mir eigentlich relativ egal, was für ein Film läuft. Und dann lief ein Film, der vom Drehbuch auch Anders Thomas Jensen war. Der heißt Stealing Rembrandt. Den kenne ich nicht. Clown für Anfänger oder so. Ist auf jeden Fall, es geht um so eine Art Kunstdiebe. Und ist auf jeden Fall auch sehr witzig und empfehlenswert. Den hätte ich Okay. wahrscheinlich sonst auch niemals irgendwie auf dem Schirm gehabt. Aber der ist einfach dadurch, dass der als Sneak lief, bin ich da irgendwie reingestolpert und hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. War das deine erste Jensen-Filmgeschichte oder kanntest Nee, du den nee, vorher schon? ich kannte schon dänische Delikatessen Auch super und geiler in Film. China essen sie Hunde kannte ich auch. Ist ja nicht die Regie, aber da war der hat aber vorher noch was anderes gemacht. Du sagst Blinkende Lichter war sein erster Film als Regisseur. Ja, nee, aber du hast ja eben gesagt, das ist der dritte Film. Genau, und der Adams zweite Äpfel? war Dänische Delikatessen. Und der Blinkende erste? Lichter, Dänische Delikatessen Ah, und dann okay. kam Adams Äpfel. Ja, okay. Und danach, ich glaube, der hatte dann eine kleine Pause als Regisseur und hat Ja. vor allem als Drehbuchautor gearbeitet. Oh, und dann kam ein Film, den habe ich auch noch nicht gesehen. Man and Chicken. Man and Chicken, genau, den meine ich. Der ist auch wild. Ja, ich bin Der gespannt. ist Ich habe mir wild, den, ja. ich habe mir den bestellt gestern Okay. und bin In sehr Vorfreude, ja. gespannt. Ja, genau. Vor Vorfreude und weil
ich den halt wirklich nicht gesehen habe. Ich weiß noch, irgendwann, als der rauskam, wollte ich den gucken, aber wie das dann so manchmal ist, wenn man es nicht sofort macht, dann endet das so irgendwo auf der To-Do-List und den habe ich tatsächlich bis heute nicht der ist auf gesehen. jeden Fall wirklich wild. Also das, glaube ich, kannst du bei mir ganz gut einschätzen, sage ich nicht unbedingt zu jedem Film. Ja, Aber der ist bizarr. ich bin gespannt, Und das mag ich. ja, Helden der Wahrscheinlichkeit, Ja, den habe ich im Kino gesehen damals. der ist auf jeden Fall ja noch ein paar Jahre später rausgekommen. Ich glaube 18 oder 19 rum. 20. Ja. 20, glaube ich, ja. Und ja, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber auf jeden Fall, der ist ja auch mit Mads Mikkelsen und der geht aber ja eher in Richtung Drama so ein bisschen. Ja, der war auch, den habe ich tatsächlich auch nur das eine Mal im Kino gesehen. Da ist auch, der Gunnar spielt da auch mit Ah ja, aus okay. aus dem heutigen Film. Und Nikolai Lee Kaas, der ist ja auch in vielen Filmen dabei Ja. von ihm. Hier in dem jetzt, den wir heute besprechen werden, in einer kleinen Rolle. Und sonst natürlich bekannt als einer der Köche Ja, klar. aus In China essen sie Hunde. Und Ja. Hauptfigur in Dänische Delikatessen. Ja. Und der spielt, und ich glaube, der spielt auch Hauptrolle mit Ulrich Thomsen in Das Genie und der Wahnsinn. Na, den muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Der ist cool. Also der ist keine Übergranate, aber der ist cool. Ja, Adams Äpfel. Adams Äpfel. Sollen wir vielleicht die Story mal erzählen? Die Story, genau. Und zwar, der Film fängt an, ein Neonazi namens Adam kommt, wird aufs Land gefahren, um seine Bewährungsstrafe in einer Kirche abzusitzen und wird von Mads Mikkelsen, Also öffentliche Arbeit. ja, sowas Sowas in der in der Art, genau. Und wird von Mads Mikkelsen, aka Ivan, dem Genau. Dorfpastor, abgeholt. Und ja. Und eben, der soll da seine Zeit absitzen und was Ivan Adam als Aufgabe macht, ist, der soll einen Sinn finden. Also der soll irgendwas Sinnvolles in der Zeit machen, die der da ist. Ich glaube, im Film werden irgendwann 11 Wochen erwähnt, die er da sein soll. Genau. Und das Gespräch, das ist schon so sehr. Ivan ist da sehr, sehr in seiner Gutmensch-Rolle. Ja. Und Adam ist da zu dem Zeitpunkt noch super anti und gibt nur so sarkastische, zynische Antworten. Ja. Und darüber kommen die da drauf, dass der mit den Äpfeln aus dem Garten vor der Kirche eben einen Apfelkuchen backen Ja. soll. So als gute Tat. Als gute Tat und als sein Ziel, ne? Als sein Purpose in Ja. der Zeit der Für die Sozialstunden. Bewährung, quasi für die Sozialstunden. Genau. Und was aber Ivan direkt ultra ernst nimmt und Adam das eigentlich halt nur so als Verarschungsantwort gegeben hat, damit Ivan Ruhe gibt oder auch um ihn zu provozieren und ist dann halt sehr überrascht, wie ernst er das nimmt. Und der Film begleitet dann Adam und Ivan durch verschiedene Ja. bedeutungsschwangere Wie soll man das Situationen. beschreiben? Ja, also es ist ja sehr eine schwarze Komödie, Ja. die aber viele religiöse Subtexte. Subtexte und Bezüge hat und auch viel Symbolik daraus benutzt. Und im Laufe des Films hast du halt diese Entwicklung der Charaktere, dass Adam sich wandelt im Film. Mhm. Und Ivan ihm durch seine Naivität, also durch seine wirklich ja schon zwanghafte Positivsehung aller schrecklichen Ereignisse, die ja wirklich schon Realitätsverweigerungen sind, ihn letzten Endes doch auf einen guten Weg bringt. Ja, also Realitätsverweigerung ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil man muss die Figur wirklich so erklären mit den Worten, kriegst du eine ins Gesicht geschlagen, halt die andere Seite hin. Und also auch natürlich auf die Bibel bezogen oder den Christenglauben. Und das ist auf jeden Fall wirklich eine ganz besondere Figur, der wirklich immer nur das Beste sieht und immer nur alles Böse einfach ausblendet. Ja, komplett. Und das halt wirklich mit einer Penetranz und einer Standfestigkeit, die wirklich absurd ist. Also man muss schon oft lachen bei den Statements, die der da so abgibt. Dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die ursprüngliche Idee zu dem Skript, die ist ja auch von Anders Thomas Jensen geschrieben worden,
Und in der ursprünglichen Idee hat er sich Gedanken gemacht und hat überlegt, für sein neues Projekt will er eine Figur schreiben, die einfach im Unglück lebt und sich dessen nicht bewusst ist. Das war die Ausgangslage. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, ja, aber ein Unglück und wie schlimm kann das denn sein? Und dann hat er sich überlegt, das Ganze so hoch zu treiben, dass eine Figur in eine Situation oder in eine Rolle steckt, die unheimlich viele Unglücksfälle miteinander vereint. Mhm. Und dann ist ihm erst später die Idee gekommen, das dann auf diesen Christenglauben zu beziehen und zu sagen, das ist eine göttliche Prüfung, was in dem Film ja auch immer wieder als die Metapher der Hiobsbotschaft und Hiobs Buch auf jeden Fall platziert ist. Das ist erst später dazu gekommen. Die ursprüngliche Idee war, eine Figur zentral zu schreiben, die unheimlich viel Glück hat und das Ganze verdrängt, also Unglück. Ne? Ja, Habe ich Glück gesagt? du hast Glück gesagt. Okay, ja. Nicht ganz so gut. Ja, und das zu verdrängen und dann, wie gesagt, diesen Kern dann auf einem Pfarrer umzumünzen. Also so ist das Ganze auf jeden Fall entstanden. Hm? Ja, okay, das wusste ich gar nicht, dass das noch dieser Überbau dann halt später kam, weil das ist ja wirklich dann ein sehr zentrales Ja. Ding. Der Film ist sehr low-budget-mäßig entstanden und spielt Ja. eigentlich fast die ganze Zeit halt nur in der Kirche. Ich finde, der hat auch sowas von Theater und Kammerspiel, weil du hast ja Ja, im durchaus. Prinzip 5, 6 Figuren, die den ganzen Film tragen. Und das sind alles so Figuren, die halt irgendein tragisches Schicksal mit sich auf den Schultern Ja, haben und in dieser Kirche miteinander zusammen leben, weil die alle aus irgendeinem Grund da gelandet sind und da auch nicht mehr wegkommen. genau, die sind alle aus niederen Gründen. Die haben halt alle irgendwie schlechte Dinge in ihrer Vergangenheit getan und sind dann da in der Kirche gelandet. Und du hast ja schon Hiob angesprochen und Hiob wird ja auch durch Ivan verkörpert. Er ist da ja eindeutig so die Hiobsfigur, die ganz, ganz schlimme Dinge erlebt hat. So im Laufe des Films erfährt man halt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, dass der Vater dann ihn und seine Schwester vergewaltigt hat, dass seine Schwester irgendwann bei einem Autounfall gestorben ist, dass er einen Sohn hat, der behindert ist, Schwerstbehindert, ja. schwerstbehindert ist und seine Frau sich umgebracht hat. Und mit diesem Wissen eine Figur zu schreiben, die die im Leben leidet und gelitten hat und dann immer weiter andere bei sich aufnimmt und die zu einem besseren Menschen machen möchte. Genau. So, mit so einer Figur haben wir es hier zu tun. Genau, und ich finde, da ist der nämlich eigentlich sogar noch so ein bisschen, nicht nur Hiob, sondern auch so ein bisschen Jesus-Figur. Ja. Jesus hat sich ja auch immer mit so den Verlierern der Gesellschaft Die Outcasts. sage ich mal, genau, mit den Outcasts. Und das macht halt Ivan auch. Und die blicken tatsächlich auch zu ihm auf. Lernt man im Laufe des Films. Am Anfang dachte ich noch so, ja, ey, so wirklich ernst nehmen tun die denn auch nicht, weil man muss dazu sagen, die beiden Figuren, auf die Adam dann da trifft, die schon seit ein paar Jahren da irgendwie bei Ivan leben, Ivan sagt ihm erst, ja, die haben sich beide gebessert. Der eine war Alkoholiker, der Gunnar, der früher Tennisspieler war, und Khalid, der Tankstellen überfallen hat. Die haben sich total gewandelt und aber relativ schnell merkt man als Stellt Zuschauer, sich heraus, ja. das ist komplett gelogen. Die machen genau das Gleiche halt die ganze Zeit weiter. Der eine säuft den ganzen Tag und der andere Geht raubt nachts auf weiter Raubzüge, ja. Statoil-Tankstellen Ja, aber das aus. blendet er halt einfach alles aus. Und das blendet er einfach komplett aus. Ne? Da gibt es dann ja auch so absurde Situationen. Ja, ey, ich fahre in die Stadt, bring mir bitte meinen Hustensaft mit. Und dann stellt sich raus, dass mit Hustensaft einfach Schnaps gemeint ist. Und Ja. der Ivan, ja, klar, bringe ich dir mit. So, ne? Also bis zu dem Level geht diese Realitätsverweigerung. Aber am Ende, als Ivan nicht mehr funktioniert, dann sind die ja komplett aufgeschmissen. Also sowohl Ja. Khalid als auch Gunnar werden dann ja Genau. noch schlimmer, als sie sind, und artikulieren das auch und sagen, ja, ey, wenn Ivan nicht da ist, kommen wir nicht klar. Das merken die. Und das stimmt dann ja auch, weil es nimmt dann, als Ivan dann seinen Glauben verliert in der Episode. Also man sollte vielleicht kurz sagen, es gibt dann im Prinzip immer wieder diesen Konflikt mit Adam, der neu in diese ganze Konstellation hinzugekommen ist
das Ganze einfach nicht versteht, was da mit den Leuten los ist und dass Ivan alles verdrängt. Und der will ihm dann wirklich mit Gewalt, will er dem dann vermitteln, dir geht's scheiße, ne? Also du steckst richtig in der Kacke und du kannst nicht einfach alles ausblenden. Und da gibt es dann diesen Dialog in der Küche, wo der dem ganz knallhart alles vor den Kopf haut, was der über den weiß. Und das zusammenfasst, so dass der Ivan wirklich einen Zusammenbruch hat und auch in dem Moment aus dem Ohr blutet. Ja, das Wo sich erste dann Mal noch was im weiteres herausstellt, ist auf jeden Fall wirklich auch eine starke Szene. Bitter, aber auch direkt. Und es fühlt sich im Laufe des Films unheimlich, man kann das gar nicht so richtig greifen, aber diese als schlechter Mensch vorgestellte Figur von Adam, die in diese Gruppe reinrauscht, die wird die Identifikationsfigur in dem ganzen Film. Weil der kann einfach nicht verstehen, dass da alles so schön geredet wird und der will dann mit aller Macht dem das kaputt machen und damit oder dem das zumindest verdeutlichen, in welcher Situation er eigentlich steckt. Und da kommt es dann zu einer Wende. Genau, weil am Anfang macht er das ja wirklich rein, um schlecht zu sein. Da sagt er ja auch immer vor sich selber, ja, ich bin ein schlechter Mensch. Und ihm sagt er dann ja irgendwann, ja, ich bin schlecht und du kannst nichts dagegen tun. Genau. Und in dem Moment, das ist dann ja so quasi der Low-Point, wo dann Ivan halt auch wirklich, dem das alles so bewusst war, dass er sogar sein Bewusstsein verliert und umkippt. Und Adam hat dann so sein Ziel erreicht, worauf der dann die ganze Zeit hingearbeitet hat. Der wird da immer noch von seinen Neonazi-Freunden besucht und dem einen erzählt er dann ja auch, ich muss den fertig machen, ich muss den brechen. Ja. Er fühlt sich in dem Moment auch erhaben, als der Ivan zusammenbricht. Genau, da ist er zufrieden, Ja. aber das währt sehr komisch, weil ab dem Moment hat er ja, glaube ich, irgendwie sowas fast wie Mitleid mit dem. Und in dem Moment wandelt sich das so, dass der auch den beiden anderen irgendwie positiver gestimmt ist und die davor bewahrt, Ja. Scheiße zu bauen. Durchaus. Und sich dann durchaus auch um Ivan sorgt auf einmal. Wobei das ja irgendwie davor auch schon immer mal wieder ist. Der fährt den ja, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo der dann wirklich bewusstlos auf der Erde liegt, schon, glaube ich, zweimal ins Krankenhaus. Ne, das erste Mal nachdem. Ja, genau. Nee, das erste Mal fährt Ivan, glaube ich, noch alleine, nachdem Adam dem das erste Mal die Fresse poliert hat. Weil im Laufe des Films, das geht dann eigentlich relativ schnell los, nachdem dieses Ziel gesetzt wurde, Apfelkuchen backen, wird der Apfelbaum angegriffen. Erst durch, Genau. Also es gibt durch Krähen. absurdeste Situationen, wo schlimme Sachen passieren und es wird immer wieder das Thema Apfelkuchen aufgegriffen. Das ist wirklich, kann man kaum beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist auch alles so subtil und trocken rübergebracht. Das ist also nicht so ein Klamauk-Film oder sowas, ne, Nee, sondern gar nicht. wirklich ganz trocken erzählte schwarze Komödie. Ja. Und ich finde, was da sehr cool gemacht ist, dass diese Sachen, die dann so dem Apfelbaum passieren, das sind ja auch so ganz normale weltliche Dinge, Ja. ne? Wie eben, dass dann die Krähen kommen, dass da mal Würmer drin sind. Am Ende schlägt da ein Blitz ein. Das ist dann natürlich dann halt wirklich so die krasse Revelation halt eben, als Ivan Ja. dann halt wirklich, als Adam seinen Triumph gegen Ivan hat. Dann, das ist der Moment, wo der Apfelbaum fast komplett, also der Apfelbaum wird komplett zerstört, es überleben dann ein paar Äpfel, irgendwie so ein kleiner Eimer voll. Mhm. Und wie man irgendwie merkt im Laufe des Films, dass die Sachen irgendwie doch nicht nur so banale Genau, Alltagsbegebenheiten sind, die den Baum zu schaffen haben, sondern dass man das halt wirklich so als diese persönliche Prüfung für Adam ja, lesen kann. Und er empfindet das ja auch so. Ich meine, interessant ist ja, ne, Ivan gibt ihm ja zu Beginn halt diese Bibel. ja, Und das war übrigens auch ein cooler Moment, als Ivan da einzieht, ne? Und bis dahin hat er sich, also in sein Zimmer kommt. Und da ist er ja schon so als der böse Neonazi halt genau. Der ein etabliert. Bild von Und, Hitler aufhängt. ja, wie ein Teenager, der irgendwie sein Idol da an die Wand Ja. packt. Da kommt da halt so irgendwie so diese Lächerlichkeit irgendwie schön zum Tragen, weil er macht da sonst gar nichts in dem Zimmer. Also er bringt keine anderen persönlichen Gegenstände mit. Aber außer das ist die ihm Klamotten. wichtig. Aber genau, das Bild hängt er da auf. Ja. Und daneben ist dann, und
Und das wird immer wieder von der Wand geworfen. Immer wenn die Kirchenglocke bimmelt, ne, dann das wackelt das erst und am Ende fällt es halt immer hin. Und oft fällt dann ja auch parallel noch die Bibel auf den Boden und die schlägt immer auf der Erzählung von Hiob, ja, dieses Buch Hiob, immer auf. Und das passiert dann irgendwann so oft, dass Adam die Geschichte tatsächlich liest. Ja. Das komplette Buch Hiob. Also der findet das irgendwann nochmal, guckt auf den Boden und stellt fest, das ist schon wieder die gleiche Geschichte. Und dann ist das wirklich so ein Moment, wo der das Buch dann wirklich ein paar Mal in die Hand nimmt und immer wieder auf den Boden fallen lässt. Und das ist immer wieder die gleiche Seite. Mhm. Und da merkt man, da nimmt das auch so ein bisschen übernatürlichen Turn vielleicht. Ja. Und dann gibt es ja noch diese Sequenz, wo du gerade drauf hin wolltest, dass er dem dann, dass dann der Ivan ohnmächtig auf dem Boden liegt und zusammengebrochen ist und da dann der Blitz in den Baum einschlägt und der dann sich darüber bewusst wird, dass das alles kein Zufall sein kann. Ja, das ist der Moment, wo er das auf jeden Fall, wo irgendwie bei ihm so ein... Genau. So und der ist auch, dieser Moment mit dem Gewitter draußen, wo der dann rausgeht und sieht vor seinen Augen, wie sein Baum oder sein Apfelbaum von einem Blitz getroffen wird und niederbrennt, der ist auch dann sehr theatralisch in Szene gesetzt. Der ist dann auch wirklich mit großem Orchesterding plötzlich und eine ganz andere Bildweite. Also ist ganz besonders in Szene gesetzt. Ja, und das fällt vor allem deswegen so auf, weil der Film sonst wirklich sehr effektiv und sparsam mit Effekten umgeht. Ja. Wenn die kommen, sind die pragmatisch super geil. Halt. Und genau, richtig. Ja. Eine Figur haben wir noch nicht erwähnt, die nicht von Anfang an da ist, die dann dazukommt, ist die Figur der Sarah. Das ist eine Frau, die schwanger ist und halt gesagt bekommen hat, dass die Wahrscheinlichkeit 60% beträgt, dass sie ein behindertes Kind zur Welt bringt. Und die sucht Rat bei Ivan. Kommt also zufällig hin. Die sagt einfach nur, die ist von außerhalb und wollte sich wahrscheinlich halt einfach irgendwie eine neutrale Meinung einholen von jemandem. Oder die hat Hilfe bei ihrem Pfarrer gesucht. Ja, aber nicht bei ihrem. Ja. Ne, okay. Die ist da, glaube ich, schon irgendwie, erwähnt sie, dass sie von weiter weg kommt und einfach irgendwie mehr oder weniger zufällig da landet. Auf jeden Fall, da hat man den Sohn von Ivan noch nicht gesehen. Das ist dann auch der Moment, wo der das erste Mal von dem spricht. Und der erzählt dann Sarah, ja, die soll sich keine Sorgen machen. Die soll nicht der Wissenschaft vertrauen, sondern auf ihr Herz hören. Und wird schon alles gut, weil das Gleiche wurde auch ihm und seiner Frau gesagt. Und jetzt, wenn er sieht, wie sein Kind im Garten rumtollt und Hausaufgaben macht, dann beste Entscheidung seines Lebens, so ungefähr. Und alles ist gut. Und erst später merkte der Zuschauer, wird halt klar, dass das halt einfach hart gelogen war. Dann hat er sich auch wieder was eingeredet oder ausgeblendet. Und man kriegt dann mit ganz klarer Kante und auch teilweise scharfem Dialog gesagt, dass das Kind schwerst behindert ist. Und das will er auch überhaupt nicht wahrhaben. Also der sagt dann auch einfach, hier, wie heißt das Kind? Christopher. Christopher, geh doch mal ins Büro. Und automatisch, als wenn das schon immer so eingespielt worden wäre, steht Gunnar auf und fährt ihn dann irgendwo hin. Ja, das ist auch so, weil da wird auch das erste Mal klar, dass sowohl Khalid als auch Gunnar um die Eigenarten von Ivan wissen und das Thema einfach nicht angesprochen wird. Ja. Und auch als Adam das erste Mal anspricht vor denen, weil der hat die quasi dann auch so zusammengebracht, ne, an den Tisch, dass das halt wirklich alle mitkriegen. Die wollen sofort aufstehen. Als Adam ihn damit konfrontiert, dass er ein behindertes Kind hat, wollen die sofort aufstehen und gehen. Und Adam zwingt die dann, ihr bleibt hier. So, jetzt ziehen wir es durch. Und das dauert dann ein bisschen und dann sagen denen beide auch, ja, Ivan, es stimmt, was Adam sagt. Was, glaube ich, das erste Mal dann dazu führt, dass man sieht, dass es aus Ivans Ohr blutet. Genau, ja, das ist dieser Dialog in der Küche, den ich eben meinte. Ja. Und ja, der ist auf jeden Fall sehr ein Kernpunkt auf jeden Fall in dem ganzen Stück. Genau, da fängt es nämlich das erste Mal auch so an zu kippen, dass auch Ivan Schwäche zeigt. Weil bis dahin, also der wird zwar verprügelt und alles,
bis dahin schon mal, aber der ist intellektuell, zeigt er nie Zweifel an seinen Aussagen oder an seinem Genau. Weltbild. Das passiert da das erste Mal. Ja. Und dann bricht er halt zusammen. Ja. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, die Haltung oder diese Figurenzeichnung von dem Neonazi, die ist auf jeden Fall auch sehr cool dargestellt. Und der ist halt auch immer, der hat immer so ein bisschen, wenn du so genau drauf achtest, der hat immer so eine Haltung vom Arm und der setzt sich immer so ein bisschen in Bereitschaft hin, als wenn er jeden Moment zuschlagen würde. Absolut. Die ganze Zeit, also immer wenn der durchs Bild geht, das ist nicht irgendwie einfach eine krumme Haltung von seiner Schulter, sondern der sieht die ganze Zeit gewaltbereit aus. Und unentspannt dadurch. Ja, Ne? Also das heißt ja auch, dass der die ganze Zeit unter Anspannung ist und ja in so einem Verteidigungsmodus irgendwie. Verteidigungsmodus, Angriffsmodus, Ja. eins von beiden. Stimmt. ja, zu den. Und zu Adam vielleicht noch, wenn wir so in diesen biblischen Verweisen sind, wer welche Rolle hat, dann kann man Adams Rolle als Teufel halt sehen, weil das ist der positiv gelesen als Wahrheitssucher da auftritt, aber letzten Endes mit dem schlechten Ziel, um Ivan zu zerstören. Ja, Trotzdem sagt er tatsächlich ja, spricht er viele Wahrheiten aus. Nur halt aus einem bösen auf jeden Antrieb Fall. heraus. Also deswegen sage ich ja, das ist irgendwie faszinierend, dass man ja von Anfang an klar vermittelt bekommt, der Adam ist ziemlich direkt und böse und wird auch als schlechter Mensch, wie gesagt, vorgestellt. Trotzdem ist das dann die Figur, die eigentlich als einziger in dem Ganzen normal tickt und sagt, was sie denkt. Und was auch passiert, objektiv ja. betrachtet. Das ist ja so eine interessante Kombi, dass du quasi schlecht und Wahrheit hast und gut und verleugnend. Ja, genau. Nee, fand ich auch sehr interessant geschrieben. Und ja, wir haben ja tausendmal schon festgehalten, dass wir auch übers Ende reden können, weil das ist in dem Film auf jeden Fall wirklich ein schönes, abgerundetes Ende. Figuren haben alle einen Wandel durchgemacht. Jeder findet seinen eigenen Weg, gezwungenermaßen. Und Adam übernimmt dann wirklich die Rolle und bleibt bei Ivan und übernimmt dann die Rolle seines Assistenten. Ja. Und am Ende sieht man dann so eine ähnliche Sequenz wie zu Beginn, dass dann wieder zwei Straftäter sozusagen auf dieser Landstraße abgesetzt werden und Ivan die abholen soll an der Zusammen mit Straße. Adam. Und der fährt dann zusammen mit Adam dahin und Da hat Das Adam ist- das erste Mal Haare. genau, das ist dann auch, man sieht dadurch ist ein bisschen Zeit vergangen, es ist alles ein bisschen später, aber es fand ich ein wunderbar schönes Ende, wie das harmoniert, dass sie dann wieder neue mit aufgenommen haben und denen auch genauso gegenüber aufgestellt sind. Also so viel hat sich dann bei Ivan auch nicht im Kopf geändert, dass er dann trotzdem sagt, ja, ist okay, dann steigt mal ein, dann plappern wir ein bisschen. Man muss natürlich sagen, der hat dabei, Adam steht dann ja neben ihm und der hat die Ja. Wandlung gemacht, weil der ist dann nämlich auch wie Ivan dran. Der ist Ja. dann auch auf einmal so freundlich und Ja. ne, da kriegt Ivan ja auch direkt wieder eine geklatscht. Und Adam lächelt das dann ja auch so weg. Ja, wir reden gleich im Auto darüber, kommt Ja. mal rein, so mit dem Auge ist alles Find in ich Ordnung, weil die haben den unheimlich halt toll, provoziert, das weil Ende. am Ende des Films ist Ivans Gesicht schon ziemlich entstellt Ja, durch Prügel und Kopfschüsse, die der bekommen hat. diverse übrigens- Vorfälle. Das übrigens auch wieder so eine Parallele zu Hiob, ne, dass dem ja von Gott alles genommen wird. Also in der Bibel verliert Hiob ja auch seine Kinder. Seine Frau sagt ihm, er soll Gott verfluchen Entsagen. oder entsagen. Seine Freunde sagen ihm, er ist selber daran schuld. Verliert sein Vieh, seinen Wohlstand. Wird dann auch noch mit Geschwulsten am ganzen Körper gestraft. Und das Also das wird und im am Film, Ende, nur ganz kurz, das Ja. wird im Film auch alles nochmal erklärt, weil wenn man sich, so wie ich, nicht unbedingt in der Mythologie der Bibel so fest ist, das wird auf jeden Fall alles nochmal erwähnt, dass diese Parallelen auch funktionieren. absolut. Und es ist dann auch das Ende tatsächlich, passt auch irgendwie, weil am Ende entsagt Hiob Gott ja auch nicht und wird am Ende von Gott wieder belohnt.
Das ist natürlich dann so ein bisschen krude, weil, ne, als Ja. Belohnung, also der ist dann doppelt so reich, das ist ja noch alles gut, kriegt neue Kinder. Das ist auch so ein Punkt, so, ja, ey, ich töte deine Kinder, aber jetzt mach ich's wieder gut, du kriegst einfach neue, so. Aber das kann man halt auch auf Ivan ziehen, der halt dann auch alles verliert irgendwie, ne, sogar halt erschossen wird und ja auch todkrank war. Also irgendwann erfährt man, dass er einen Tennisball-großen Tumor im Kopf hat. Ja. Und aber durch diesen Zusammenprall dann mit diesen Neonazis, wo er erschossen wird, wo man eigentlich schon denkt, ja, okay, der ist tot, das stellt sich dann heraus als das Ding, was den Der Tumor große wegsprengt. Glücksfall. Und der große Glücksfall, genau, dass er dann weiterlebt und wieder seinen Weg zum Glauben zurückfindet. Ja. Also das ist so absurd schon, dass am Ende des Films auch der örtliche Arzt, der hat das alles nicht kommen sehen, was da Der noch. ist auch so eine coole Der Figur. kündigt am Schluss. Ja. Der packt seine Sachen und sagt, ich kann hier nicht mehr bleiben. Ja, genau. Also das und kann nicht sein. So. Das darf nicht passieren. die Begründung ist auch eigentlich auch sehr geile Gegenüberstellung, weil er ist ja eindeutig der Mann der Wissenschaft, der so auch irgendwie sagt, er glaubt an Zahlen, an Statistiken und ist eigentlich die ganze Zeit relativ im Reinen, als es Ivan schlecht geht und kann das halt auch alles begründen und ist halt so. Und dann aber, als quasi so das Wunder passiert und das, was nicht mehr zu erklären ist, aber einen guten Outcome für Ivan hat, weil er dann ja lebt wieder, da haut er dann ab. Also das ist für den so over the top, dass er einfach Ja. direkt das Weite sucht. Und der Schauspieler macht das auch sehr geil. Der hat eine sehr kleine Rolle. Den kennt man auch eben aus Dänische Delikatessen als Gegenspieler von Mads Mikkelsen und Nikolai Lies Genau. Die Cast. Konkurrenz. Die Konkurrenz, genau. Der eigentlich am Anfang erfolgreiche Metzger. Der hat eine sehr kleine Rolle in Adams Äpfel, aber die ist auch so on point. Ich finde, das Ja. ist so ein wichtiger Auf jeden Charakter Fall. in dem Ja, Film. der ist super besetzt auch. Ja, mega. Generell ist auf jeden Fall die Sache mit den wie das Ganze gespielt ist und dass die Charakter funktionieren, habe ich auch gelesen, dass die während das Drehbuch, also das Drehbuch ist schon so dediziert geschrieben gewesen, dass die alle schon wirklich fast mit dem ersten Take so arbeiten konnten. Und dass das im Drehbuch stand dann schon, hier guckt die Kamera zwischen den Bäumen durch und sowas. Das war schon so genau detailliert runtergeschrieben, dass die beim Lesen quasi den Film schon im Kopf abgespielt haben und deswegen dann auch direkt meistens der First Take funktioniert hat, wenn es nicht gerade ein Dialog ist, wo die Kamera wechselt zwischendurch. Du kannst es ja auch nicht in einem Take durch aufnehmen. Ja. Ja. Den Schauspielern wurden ja auch, glaube ich, trotzdem bei dem Sprechen relativ viel Freiraum gelassen. Also die Ja. durften improvisieren auch ein Stück weit. Interessant fand ich da noch, dass Mads Mikkelsen eigentlich die Rolle des Ivan spielen wollte. Da musste der Jensen den wohl ein bisschen überreden zu. Und Also War ein Glücks- nicht die Rolle des Ivan spielen. die Rolle des Adam wollte er spielen. Ah, okay. So, ich habe Ivan gesagt, genau. Er musste überredet werden, dass er die Rolle des Ivan einnimmt. Ja, Glücksfall, ja. finde auf ich, weil jeden das Fall, passt auf jeden so Fall. unendlich viel besser. Der Also- ist, Mads Mikkelsen in dieser Rolle so ein bisschen untypisch für ihn. Ja, aber das hat man bei dänische Delikatessen ja auch, den Schweiß-Svend. Ja, Der ist ja auch untypisch für Mads Mikkelsen. Also man sieht da schon, dass der sowas auch kann. Stimmt. Ne? Also der ist ja auch, die Figuren sind sich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, bis auf dieses gläubige Thema halt. ja. Stimmt, da hast du recht. Die Parallele habe ich gar nicht gezogen, aber die ist eigentlich offensichtlich. Offensichtlich. Was auf jeden Fall noch cool ist, in dem Film gibt es halt diese Szene mit dem Apfelbaum und den Vögeln. Mhm. Also diesen Raben oder Krähen. Krähen, irgendwas schwarzes Vogelgetier. Mit Federn. Wir sind halt kein Zoologen, wir müssen das hier nicht genau definieren. Dass die wirklich mit echten Tieren gedreht haben, weil die hatten wohl tatsächlich, hatte der Anders Thomas Jensen sich vorher Gedanken gemacht, wie der das irgendwie darstellen kann, weil in seinem Skript war das ja schon alles manifestiert, aber die wussten nicht so genau, wie sie das machen sollen und hatten dann überlegt, das teils mit CGI zu lösen. Und die haben dann aber so irgendwie eine tschechische Truppe mit Tiervogel, wie heißt das, Dressurleuten zu haben, eingeladen und
die waren selber davon total baff, wie gut das funktioniert hat. Ja. Und wie stark die Tiere gehört haben auf ihre Kommandos. Dass das wirklich zum Glück für uns alle, dass das mit normalen, echten Tieren gedreht werden konnte und nicht mit CGI gelöst wurde, weil wenn man sich das Produktionsjahr 2005 nochmal vor Augen hält, dann hätte das ganz schön schlimm wirken können, wenn man dann plötzlich CGI-Vögel gehabt hätte, die Äpfel essen. Ne? Ja, absolut. Also das wirklich, und dann war Anders Thomas Jensen auf jeden Fall auch auf der anderen Seite super befreit und hatte dann das Budget, was schon vorher eingeplant war, für die CGI-Szenen, hatte der dann für andere Sachen zur Verfügung. Ja. Ja, die Story finde ich auch sehr geil. Ist auch geil, dass das der einzige Funfact bei IMDb zu dem Film ist, ne? Da war ich ein bisschen überrascht, dass der Krass. nur also ich habe die Story bei IMDb gelesen und das Okay. ist da der einzige Funfact, der zu dem Film da ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich dachte, dass der Film schon schon eine höhere Bekanntheit hat und man da auch irgendwie mehr Sachen reinschreibt. Aber scheinbar ist er so ein bisschen unter dem Radar auch Ja, dort. ja ich Weil glaube, der eine der sehr ist gute Wertung hat dort. kein Film, der direkt einem ins Gedächtnis kommt oder der einem empfohlen wird oder den man irgendwo groß beworben sieht. Der ist wirklich so ein bisschen unterm Radar. Aber ich glaube, wenn man sich mit dem dänischen Kino ein bisschen befasst, was ja auch Pusher und all die anderen Mads Mikkelsen-Filme, Mhm. dann stolpert man schon über den. Und Ja, der sticht auch heraus. ja, finde ich auch. Also- Der ist so in seinem Ton. Und deswegen habe ich den auch heute gewählt. Also erstens muss ich sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe den damals relativ kurz nach dem Deutschland-Release gesehen, also Ja. schon zu der Zeit. Und der hat mich damals wirklich umgehauen, der Film. Das war so zu der Zeit, habe ich so Filme dann noch geguckt wie Oldboy irgendwie. Und die waren alle sehr, sehr eigen. Mhm. Und Der Original Oldboy, ne? der Original, ja, selbstverständlich. Ich habe das Remake habe ich geweigert zu gucken, den habe ich bis heute nicht gesehen. Aus Prinzip. Genau wie bei So finster die Nacht, da will ich das Remake auch aus Prinzip nicht sehen. Nee. Aber genau, Adams Äpfel damals hat wirklich Eindruck auf mich gemacht und war wirklich was ganz anderes. Und eben dadurch Ja. war dänisches Kino für mich damals auch sehr im. Also das war ein Qualitätsmerkmal. Auf Weil jeden dann Fall. kamen dann eben so Filme Auf wie In jeden China Fall. essen sie Hunde für mich, dänische Delikatessen habe ich dann auch danach gesehen. Mhm. Das waren alles Nummern und die Filme sind wirklich alle super geil. Ja, Und die hatten so einen sehr, sehr eigenen Style. Also die auf waren jeden alle Fall. sehr, Auf jeden Fall. Und sehr schwarzer Humor. aber von all diesen dänischen Produktionen, ne, wenn jetzt noch Old Man in New Cars oder Bleeder, sind alle im oberen Segment gut. Nicolas Winding Refn ist ja auch nicht umsonst irgendwann in Hollywood geendet Mhm. oder mal gewesen. Ja. Aber Adams Äpfel sticht trotzdem heraus. Das finde ich wirklich ganz groß. Und ich glaube, ich würde auch so weit gehen und sagen, das ist der Beste aus dieser ganzen Suppe. Für mich persönlich auch. Also der ist wirklich, ich bin einfach kompletter Fanboy von dem Film. Ja, cool. Der war auch ganz, ganz lange, wenn ich gefragt wurde, so, was sind deine Lieblingsfilme, war der immer in meiner Top 3. Ja, das ist wirklich super. Also hat er auch verdient und hat mir Spaß gemacht, den jetzt nochmal zu gucken nach vielen Jahren. Ich musste mich auch, also ich habe echt wieder gekichert wie ein Blöder. Manche Szenen sind einfach so bittersüß, dass man einfach, man fühlt das. Also es ist wirklich toll. Ja, diese Absurdität, dieses Skurrile und aber auch irgendwie so die Substanz, die der Film hat. Weil das Ja, ist aber ja auch, alles auch nicht die so Figuren, oberflächliche auch die Lacher. Figuren, die sind alle echt. Ja, Also das sind wirklich, die sind alle ein bisschen überzeichnet, aber ich garantiere, jeder kennt die eine oder andere Person in seinem Umfeld oder hat er schon mal kennengelernt oder hat schon mal irgendwo getroffen, Ja. die zu so einer Figur passt. Also die gibt es wirklich, solche Menschen. ja. Ich finde, das ist sehr gut beschrieben, weil eben, die sind alle ein bisschen überzeichnet, aber die sind gleichzeitig ultra realistisch. Ja, Also, ja, Das wie du ist schon sagst, echt man krass. kennt zumindest Parallelen. ja. So, ne? Ja, Ja, ich glaube, viel mehr können wir jetzt Guter auch nicht Film. dazu sagen, oder? mir würde jetzt auch nichts einfallen mehr. Also wirklich Hammerfilm. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Ich gucke den alle paar Jahre mal und habe jedes Mal Spaß. Heute auch. Ich habe den jetzt auch länger nicht mehr gesehen. Und genau wie du muss ich ja auch wieder öfters lachen. Und
Ja. Es ist ein verdammt starker Film, der von mir eine unbedingte Guck-Empfehlung bekommt. Ja, Hammer. von mir auch. Also, Wirklich Hammer. wenn das interessant war oder euch für den Film interessiert, wir geben auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut. Ne? Und ja. Und das ist auch so ein Film, finde ich, der passt ganz gut, so vielleicht in welchem Kontext. Ich finde, das ist irgendwie so ein Sonntagsfilm auch. Weil der so sehr entspannt ist, der hat so einen ruhigen Duktus, aber es passiert trotzdem irgendwas. Also der ist gar nicht langatmig oder so. Hat keine Überlänge oder so, ist schön kompakt. Und ich weiß gar nicht, wie ich Sonntagsfilm jetzt definieren würde. Ja, weiß ich Aber- auch nicht. Aber ich verbinde mit Sonntagsfilmen irgendwie eher, wenn man so ein bisschen so einen entspannten, lazy Tag hat, Ja. so ein bisschen auf der Couch rumlümmelt und dann auch so einen entspannten Film guckt, der trifft es da irgendwie für mich. Okay. Lass Ja. ich jetzt einfach mal so stehen. Lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Ja. Okay. Dann Kommen wir zum Schluss. kommen wir zum Vielen Schluss. Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dito und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.